Adusch! There we go! So, Village Center, da sind wir, genau. Ich hoffe, ihr habt nichts anderes gehört, ne? Ihr habt nichts anderes gehört. Nichts gehört, nichts gesehen. Ja. Ne? Alles gut. Roar. Hallo Tamina, wie Nifi. Für mich putzt und kocht. Nifi, Tami würde dir einen richtigen Arschtritt verpassen, ich sag's dir. Aber so richtig. Und ich kenne Tami schon lang. Ja. Ich schnapp die Gitarre und ich schlag. Jürgen, ich kann auch putzen und kochen und ich dusche auch manchmal. Manchmal, Jürgen. Okay, also bist du genauso wie ich. Sehr schön. There you go. Und Chris lurkt sich leise hier rein, futtert und schläft ein. Danke, Chris. Schön, dass du bestätigst, dass es hier extrem langweilig ist. Und das von, seht ihr? Von einem Moderator. Seht ihr? So nett sind die Moderatoren zu mir. Vor allem Chris. Ist okay. Ist okay. Und ich dachte, du hast hier Spaß, Chris. Ist gut. Ist gut. Dachte, du hast mich lieb. Okay. Geh auf YouTube. Findest mehr Entertainment. Und ich habe heute erst wieder subscribed. Aber come on. Verdammt, warum? Scheiße! Ich will mein Geld zurückhaben hier. Hier wird nichts geboten. Come on. Ich hab dich lieb. Der Holy kennt mich. Ja, Nifi. Musst aufpassen. So. Auf jeden Fall, Chris, ich wünsche dir einen wunderschönen Berti, geilen Montag. Schönen Start in the Week, Chris. Aber ich denke, Chris ist wieder eingeschlafen. Er hört mich wahrscheinlich nicht mehr. Gut, aber jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, Beard. Wir spielen weiter. Wir sind jetzt bei 9 PM. Wir sind wieder beim Spiel übrigens, ja. Wir hören jetzt hier, die Späße enden jetzt hier, ja. Es gibt ein Limit hier. Spaß Ende jetzt hier. Jetzt gibt's hier vollen Ernst. Gut. Emma's Guild. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Du weißt genau, was ich meine, Oli. Ich weiß. Natürlich weiß ich. Ich hab dich lieb. Ich habe euch alle lieb. So, genau. James war wieder mal eine riesengroße Hilfe. Rebecca können wir nicht reden. Und jetzt geht's weiter. Genau, jetzt weiß ich wieder. Okay, das muss ich wieder kurz eruieren. Und die Fahne, wo ich immer denke, da ist jemand. Gehen wir mal zu Village Hall, ob es hier was Neues gibt. Village Hall gibt es auch immer gar nichts. Gut. Auf geht's zu Emma und Simon. Let's go to the Lodge. Emma und Simon, knock for Emma. Oh Gott, Emma, wie können ihr... Blödsinn, ich bin so doof. Und wenn ich zu Simon gehe, darf ich ihm wahrscheinlich eh nichts sagen, oder? Bei Simon. Höchstwahrscheinlich. Ja. Jenks has promised not to discuss this with Simon. Gut. So, wir wollten zu Ryan gehen. Und ich hoffe, Ryan ist jetzt da. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Ryan noch da ist. Also jetzt da ist. Auf in the Woods. Auf in the Woods. Wir schauen uns jetzt hier mal um, bevor wir zu Atlas gehen. Wer ist dieser Ernst? Den will ich... Ernst ist nicht mehr da, Kammerkomor. Wer ist Ernst? Gibt's doch gar nicht. Idadip hat jetzt schnell mal die Liste durchgeschaut, wer aus der Community im Chat da ist. Idadip. Ich kenne nur Klaus, Alice. Die Ernstwitze, ne? Die werden nie langweilig. Und die bleiben auch nie ernst, ne? Ich kann mir das gerade richtig geil vorstellen. Herr Waldig, wunderschönen Montag, Hallöchen, Herr Waldig. Gar nicht begrüßt. Wir sind sowieso gerade in the Woods, Herr Waldig. Wir sind... Ich bin nicht lustig. Nifi warnt, dass er das nicht in der Nähe von Tami und Netzo sagt und nach 2 Sekunden zieht er einfach eine Gitarre aus der Luft, drescht auf Nifi ein und Holy steht daneben und neben den dreien. Ich hab dich gewarnt, Nifi, ich hab dich gewarnt und schlüpf vom D. Perfekte Fortschritt, gewaltig. I told you, Nifi. I told you. So. Auf zur Rosenbau Lake. Yeti? Das ist nicht deren Ernst. Nach 4 Stunden stehen die doch immer da. Was machen die da? Machen die das einen Wettbewerb oder was? Wer raucht mehr Zigarren oder wie? Meine Güte. So. Weiter in den Wald. To the clearing. Nichts, okay. So, bitte Ryan. Ryan, sei bitte da.
Ryan, please. Du musst da sein, Ryan. Du musst da sein. Wenn du nicht da bist, dann kenne ich mich wieder nicht aus, was zu tun ist. Ryan. Ryan. Gut, hier gibt es nichts Neues. Okay, zurück. Ryan. 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 Oh. Aha. Eine Minilampe. That'll come in handy. Don't know why I never remember to buy one. Ich weiß. Der Smile. Ich weiß für wo. Ich weiß für wo. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Red Torch. Red. Eine rote Fackel. Eine rote Fackel. Das ist eine Flashlight und keine Fackel. Aber okay. Wir sind hier RPG-Game. Style. Okay. Beards. Ryan. Ryan. Oh. Doch vorher. Probiere ich was anderes. Investigate. Wir gehen jetzt nämlich wieder in den Schuppen rein. Oh, jetzt wie VM Blitz gefunden, Face. Jawohl. Und jetzt, Beards. Look at this. Jetzt geht's ab, der Masterplan. Aha. Was zur Hölle? Well, well. And there's the mask symbol again. Looks like someone's been trying to make a point. Wie kann man nur auf diesen schönen Ferrari drauf graffitieren? Why? Warum tut man sowas? Vandalized car photos. Photos of a car vandalized with spray paint were found in the pub out the building. So. Ihr wisst schon, wohin es jetzt geht, oder? Ihr wisst schon, wohin es jetzt geht, oder? Beards? Wer das errät, darf sich ein Steam-Spiel aus meinem Inventar aussuchen. Wohin geht's jetzt? Wir haben einen neuen Gegenstand. Wohin geht's jetzt? Ach, Holy, wie ist es eigentlich mit den was? Achso, Spitzweger richtig ausgegangen? Dann, ich trink's nicht mehr, ich hab schon aufgehört. James, Nifi, du hast gewonnen. Nifi, Peter, kannst du mir über Discord einen Pen schreiben, mein lieber, ich wollte gerade sagen, mein lieber James, schreibst du mir einen Pen auf Discord. Nifi, bitte schreib mir einen Pen auf Discord, du hast ein Spiel gewonnen von Steam, das meine ich jetzt ernst, das ist kein Spaß. Nifi, du kannst mir, das ist ernst gemeint jetzt hier, ist ernst hier gemeint, okay? Waffe in der Hand halt, ist ernst gemeint hier. So, wirkt das jetzt seriös? Nifi, schreib mir eine Pen, dass du gewonnen hast und ich schicke dir dann eine Liste mit den Games, was du dir aussuchen kannst. Vom Steam Inventory. Nifi, you won! So. Wir gehen zu James. Richtige Antwort. Auf geht's zu James. Und mal schauen, was James zu sagen hat. Ernst ist wieder hier! Beards. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt darf ich gar nichts mehr sagen. Ring the bell. Couple more questions, if that's okay? Man darf James fragen. Okay, okay, seid ihr ready? Seid ihr ready? James? Beards? Ready? Ready? Jetzt kommt die Information von... Achtung, Achtung! James Information! So. Know anything about these? Nope. No! Woo! James! They're one of the best characters in the game! Whoa! Thank you. Probably be back later. Wer hätte es gedacht? Ja, wirklich. Wer hätte das gedacht? Das kann doch nicht wahr sein. Wie vielte Mal ist das jetzt schon No? James ist mein Traummann. Der hat's einfach drauf.
Das ist ein Wahnsinn, oder? Der James ist legendär. Der geht noch in die Geschichtsbücher ein hier. Wirklich. Der findet überall einen Job. Wie ist Ihr Name? James. Wo waren Sie damals? Wo haben Sie vorher gearbeitet? Nope. Aha. Super. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. So. Auf zu Brandon. Ja. Auf zu Brandon. Fragen wir ihn mal. Few more questions, please. So. Ah, die Red Torch. Oh, das... Nee, ich glaube nicht, dass er das... Nee. Konnte ich die Red Torch fragen bei James? Glaube nicht, oder? Ich denke nicht. Mr. Gamey! Welcome back to the Beard! Danke für deinen wahnsinnig langen 13-monatigen Alter-Support! Yep. Ich danke dir vielmals, Mr. Gamey, für diese echt lange Unterstützung. Für 13 Monate, echt ein Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Riesengroß Dankeschön an dich und weiterhin viel Spaß bei uns. Viel Spaß auch mit den Emotes. Ich danke dir von ganzem Herzen, mein Lieber. Schon über ein Jahr, Mr. Gamey. Ja, Wahnsinn, oder? Echt ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, also, James ist einfach der Troll. Ja, also, weißt du, mein lieber Jalso, genau das denke ich mir auch, dass er der übelste Troll in diesem Game ist. Do you know what these are? Yes, that's Ryan's car. Oh. Another toy he managed to ruin. It was vandalized sometime last year. Okay. Do you know who did it? I don't believe anybody was ever prosecuted for it. Photo of Ryan's old car vandalized last year. Doesn't think anyone was prosecuted for it. Was heißt das? Was heißt prosecuted? Kann mir das jemand eventuell übersetzen? Möchte jetzt nicht mein Wörterbuch im Internet nachschlagen. Kann mir das jemand von euch sagen? Wäre sehr lieb. Ich weiß nämlich nicht, was das heißt. Wäre echt nett von euch. Würde mich sehr freuen. That's all for the moment. Thank you. Was prosecuted heißt. Das weiß ich leider nicht. Wie gesagt, ich kann zwar gut Englisch, aber mein Englisch ist nicht perfekt. Ist nicht perfekt. Also Ryans Auto war das. Die müsste aber dann ganz schön Geld haben, wenn der so ein Ferrari hat. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das ein Ferrari Enzo war. Ich glaube, das wäre die schwächere Version. Kein Ferrari Enzo. Angeklagt. Okay. Danke, QCat. Vielen lieben Dank. Angeklagt überführt. Dankeschön. Danke, Beards. Vielen lieben Dank. Strafrechtlich verfolgt. Okay. Dankeschön. Vielen Dank. Auf zu Rebecca. So. Gibt's jetzt hier beim Restaurant etwas? Noch immer nicht. Okay. Press the bell. Ask you a couple more things, please. Gut. Die Red Torch. It isn't worth asking Rebecca. Ja. Ich glaube auch, dass wir James das nicht fragen konnten. Und stell dir vor, das ist die Lösung für James. Er erzählt alles, was er drüber weiß. What is this? A red torch. Very good, James. Very good, James. Have you ever seen these? It's Ryan's car. It got vandalised last year. His camera had been stolen, so I took pictures. Whoever did it made a mess, didn't they? But nobody was prosecuted for it. Not that I remember. The insurance paid out, though. Okay. Okay. Photos are of Ryan's car vandalized last year. Rebecca took the photos. Ryan's camera had been stolen. Doesn't think anyone was prosecuted for it. Insurance paid out. Be back later on, if that's okay. Gut. Schauen wir mal weiter. Wir sammeln weiter Informations. Wir gehen mal zu Emma und Simon wieder. Fragen sie wegen dem Foto, auch wenn es, glaube ich, nicht relevant ist bei denen. Wobei, wer weiß. Vielleicht bei Simon. Bei Simon vielleicht. Bei Emma haben wir schon genug widersprochen. Simon sollte langsam drankommen. If you don't mind. So, da. Do you know anything about these? Nope. Sorry. Wenigstens sagt sie sorry, sie ist kein James.
Okay, that's it for now. So, Simon, Thank you. weißt du etwas? Weiß Simon etwas über das Foto? Ich hoffe ja. Have you seen these before? No, don't know the car. Okay, alles klar. Alles klar, doesn't recognize the photos. Gut. Thank you. Probably be back later. Gut. Jetzt noch zu Ryan. Wobei, wir gehen jetzt wieder... Oh, soll ich denn... Nee, wisst ihr was? Wir gehen schnell zu Atlas. Wir gehen direkt zu Atlas und schauen mal, ob jetzt Ryan ansprechbar ist. Hallöchen, Biggie Bear. Einen wunderschönen Montag, die schöne Start in die Woche. Willkommen zurück bei uns. Danke fürs Einschalten. Kenneth, ihr müsst alle den gleichen Google-Übersetzer nutzen, sonst verwirrt es. Oh, genau. Nee, das passt schon. Es kommt ja im Prinzip aufs Gleiche. So gesehen. Man verbindet es halt. Gehen wir in den Reading Room. Da war Ryan letztens. Nichts. Okay. So, ich hoffe, dass Ryan jetzt ansprechbar ist. Das ist mein Auto. Der wurde mir gestohlen. Lässt du ihn bitte zu mir liefern? Danke. Da würde ich auch nicht Nein sagen, liebes Oliveria. Torch ist britisch als Englisch für... Oh, okay. Alles klar. Okay. Für mich war Torch immer eine Fackel. Danke, Süßense. Dankeschön. So, Ryan, please. Ryan. Ja. A few more questions, if you don't mind. Ryan ist da. Wisst ihr, wie viel wir Ryan fragen? Schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Ich zeige, was wir alles Ryan fragen können. Das. Das ist ein Wahnsinn. Ryan, wo warst du die ganze Zeit? So, wir fangen an mit Doll burning. So tell me more about this doll burning. It's a symbolic ceremony we perform every few weeks on the course. What's it about? It's about burning your old personality and finding a new one, a better one. So the dolls are... You. They represent you from the past. Each doll has a picture of the student as a child or a teenager. Okay. And they burn the doll and symbolically destroy their old personality. It's quite simple but effective, I find. And why did that girl shout? Because it's an emotional thing. She's quite clearly become very attached to her doll. They do spend the first month with them. We tell them to take the doll everywhere with them before they actually go through the doll burning. And you believe that's a good thing? Destroying your past? Of course it's a good thing, Inspector. We're all shackled to our past, particularly you by the sound of it. Perhaps we should make a doll of you, Inspector, and burn that. What do you think? No, thank you. You're probably right. I'm not sure it would do any good anyway. Ryan, du kleiner Verrückter. Ryan. Okay, Ryan's Guitars. Jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. I didn't realize you were a musician. Oh, well, I'm not really a musician. I mean, I dabble a little bit. To be quite honest with you, I'm far more interested in collecting guitars. You're not in a band? Well, I did audition. I did audition a few years ago. When I say a few years ago, of course, I mean about 20 years ago. Doesn't time fly? What band was that? Oh, I can't remember. Something Stone. Aren't they all called something Stone? Hammerstone. That's it. And you still collect? I haven't bought a guitar for over a year. I feel I've moved on. Blackstone. Hammerstone. Ich glaube ja Blackstone. Er war bei Blackstone. Bei Emma. Liam. Und halt er, Ryan. Atlas Audiohypnosis. Autohypnosis. Can you tell me about auto-hypnosis? Now, what would you like to know? Do you use it on the course? We dip into it occasionally, but it's not a major feature of the course. I would say that,
Well, a minority of the students know how to use it, but the majority wouldn't know and have a clue. It's not a requirement of the course. No, not at all. We don't ask people to do things that they're not comfortable with. There's no bribery, no coercion. We're thinking about phasing auto-hypnosis out, actually. What's the reason for that? Well, to be perfectly honest with you, Inspector, it doesn't actually work very well. Claims auto-hypnosis not a major part of the course. Students are not coerced or bribed in any way. Auto-hypnosis techniques are being phased out. Believes auto-hypnosis doesn't really work. Do you know what this is? Well, I think it's a bag. Is it a bag, Inspector? The shop. Oh, yes, the costume shop. Yes, we used to hire from them. For the course? Well, yes. For the course, at the end of each stage, we have a little party, and we ask students to dress up or try acting out being somebody new, their new selves, as it were. Could you explain a bit more? New selves? One of the main elements of the course is learning how to act, how to be whoever you need to be in any given situation. I think you'll agree, Inspector, that business is about being the right person in the right situation at the right time. What it does, it helps them to detach themselves, become somebody new, pretend, you know that kind of thing. It's surprising what a little bit of cross-dressing can do for you, Inspector. You should try it. Not at this stage. Cross-dressing. You should try it, Inspector. Paul's theft stunt. Ich bin gespannt, ob sein Sohn was davon weiß. What do you know about your father's money-stealing stunt? Oh, well, yes, that was something that Dan decided to do as part of the shock aspect of the course. But he went too far, you believe. He usually does. And do you think it did have anything to do with Liam's death? No. Liam wasn't like that at all. I mean, that was just a simple, unfortunate coincidence. I mean, Liam had his own problems, but he didn't have any problems with the money shock stunt. No. Paul's stunt part of the shock aspect of the course. Knows Paul went too far. Okay. Stunt not related to Liam's suicide. Okay. Emma's guilt. What do you know about Emma Bowman criticizing Liam before his suicide? I was there. I witnessed it. Well, I know Emma blamed herself for his death. Did she? Well, she was upset and all of that, but I wouldn't blame her, Inspector. I really don't think she had anything to do with it at all. You don't think? Liam was a very confident person, very outgoing, very strong individual, or so it seemed. I mean, people are free to do what they like. Even something as irreversible as bumping themselves off. Sad though that is, of course. Witnessed Emmas, also er hat's mitbekommen, dass da was war mit Liam und Emma. Doesn't blame Emma for Liam's death. Liam was strong and outgoing. Thinks people are free to do what they like. So, jetzt das sein Auto. Jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt, zu seinem eigenen Auto. Do you know what these are? Oh, yes, that's my old car. It was vandalized. I took those for the insurance company. Where did you find those? At the pub. You know who did this? Yes. A girl called Lisa Blint. She was on the course, very strange girl. And why did she write the words devil worshippers all over your car? Well, she was a very strange girl. She had a lot of psychological problems. I'm not entirely sure, Inspector. I mean, she took a dislike to the course for some particular reason. I couldn't quite put my finger on it. And she asked for a refund. I declined. And she decided to spray her disapproval all over my car. Odd thing to spray, isn't it, though? Devil worshippers? Well, she was a very odd girl, Inspector. Maybe she thought it was a way of getting back at us. I have no idea. Did Rebecca know about it? Well, yes, she did, but I wasn't about to unleash Rebecca on her. She can be quite fierce sometimes, you know. And I mean, the girl wasn't vindictive. She had psychological problems. She lives in the village, actually. The run-down house at the end of the lane. Can't miss it. Really? Right, thank you. Okay.
Das heißt, wir hätten jemanden neuen, ne? Erstmal. Gut. Ich werde jetzt hier erstmal noch nicht widersprechen probieren. Wir gehen jetzt mal weiter, mal schauen, ob wir da hingehen können zu ihr. Thank you. Probably be back later. Und sammeln dort neue Informations. No, hat er sich mit James unterhalten oder was? Hat gewisse Ähnlichkeiten, ne, Synchros? So, let's go back. Oh, wird es ein Spaß, eine neue Person über all das auszufragen, Niffy. Ich finde das immer interessant. Ich finde sowas cool, auch wenn es jetzt wahrscheinlich sehr viel sein wird. Es wird sehr viel sein, ja. Aber ich finde es cool. Ich mag das. Neue Informations. Gut. Oh, wir werden auch noch mit Chief. Mit dem Chief. Wir rufen den Chief an. Da wird es jetzt wohl was Neues geben mit Chief. Mr. Chief? Abheben, Chief. Wir haben neue Informations. Yes. Jenks, I presume. Yes, Chief. Bit more news. It turns out Emma was with Liam on the night he died, and she thinks she caused him to commit suicide. She made fun of him, mocked him as part of the course. Nice of her. Why did she do that? Requirement of the course, apparently. To say something offensive. It's meant to encourage free thinking. Interesting opinion. And I suppose the Rams just think that's what, par for the course or something like that, do they? Well, Paul wasn't too bothered. He claims he didn't know Emma, so couldn't have predicted what she was going to do. That doesn't wash. What does Emma say about him? She does not like him. Really doesn't like him. So she must have known him well enough. How well did he know her? He claims not very well. Well, make sure he's telling the truth. Oh, I've got a cup of coffee to make. Coffee. Yeah, okay. Thanks, Chief. Bye. Kaffee. Okay, thanks, Chief. Ach, kann schon wieder am Kaffee saufen, der Chief. Ja, dammit. Nicht mal in Ruhe reden kann ich hier. Immer mit seinem Could Blöden. that be where Lisa lives? Run-down house at the end of the lane. That's what Ryan said, wasn't it? Wir sind hier. Try the old house. There we go, Beards. Kaffee. Flying Chaser. Kaffee. Is it Lisa? Yes. Inspector Jenks, I'm investigating an incident in the village. I wonder if I could ask you a few questions. What sort of incident? I'd rather come in and discuss it if that's all right with you. I promise I won't take long. Thank you. Okay. I'll just go in here, yes? I have to go out in a minute. Oh, look, I can come back later. I might not be here. Was? What did you want to ask? I just wanted to ask you, did you know Kate Vine? No. Right. Well, I heard that you're familiar with Atlas, the life skills training company. What do you want to know about Atlas? Well, I heard you reacted badly to it. Of course I reacted badly. So would anyone. Now, why do you say that? Because they're devil worshippers. Devil worshippers. They're making demons appear. They're tricking everybody. They're getting people to join up, then they're putting demons inside them. You can see them. See who? Demons. Where could you see them? In the mirrors. At Atlas. Any mirror. You can't get rid of them. They stay inside you. So, how did you get rid of them? I didn't. You still see them? Oh God. Oh God. I just don't look. I put all the lights on. I make sure it's all bright. I put them on when I need to look in the mirror. If I make sure everything is bright, I just see myself without seeing the other person. Who is the other person? She's like me, but
older. It's like her eyes sink in. She's all wrinkled, with a wrinkled mouth. Like she's dying. And then I realize I'm her. I'm not me anymore. I'm her. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry. I'm sorry. Wow. Wow. Jetzt ist ganz schön viel passiert und ich hatte richtig Schiss. Das ist so alles gerade wie ein Horrorfilm. Oder wie ein Horrorgame. Oder wie ein Horrorgame-Film. Alles in allem Horrorgame-Film. Horrorgame-Film mit Real Life und Horror und Detective und alles und Dingsbums. Das war gerade too much. Alles, oh, Sangris, gute Besserung. Sangris, gute Besserung wünsche ich dir. Hoffe, dass du schnell wieder fit wirst. Und ruh dich gut aus. Ruh dich gut aus mit der Sangris, sehr wichtig. Und dir noch einen wunderschönen Abend. Ich liebe so scary Stuff, Dummy. Ja, ich auch. Ja. Okay, das war's. Oh, was haben wir für eine Information bekommen? Moment mal. Lisa's accusation. Lisa Blind claimed that Atlas were devil worshippers. So, jetzt gehen wir zu James! Nein, es gibt diesmal nichts zu gewinnen. Wir gehen zu James! Oh, Call the Chief. Gibt's was Neues? Film mit Chief? Master Chief? Der Master Chief? Hello! Hello! Der Master Chief hebt nicht auf. Okay. Auf zu James. James weiß sicher etwas. James Hype. Mr. Xavi. James Hype. Ich gehe aber vorher mal hier nach oben. Ich bin gespannt, ob es hier was Neues gibt. Ich glaube zwar nicht, aber wir schauen trotzdem nach. Es kann ja sein, dass hier irgendwer irgendwas ist. Ich frage mich auch, wo Lisa hingegangen ist. Ob wir Lisa jemals wiedersehen werden. Weil sie scheint irgendwas zu wissen. Oh, wisst ihr, was brutal wäre? Das ist nur eine Vermutung, ja. Stellt euch vor, wir gehen hier und auf einmal sehen wir Lisa tot am Boden. Das wäre creepy. Vor allem jetzt Nacht und da gibt es da kein Licht mehr. Wie verteidigt sich Lisa, wenn es kein Licht mehr gibt? Stellt euch vor, wir finden sie dann tot auf. Oh mein Gott. Das wäre creepy. The Devil. The Devil. Flying Chainsaw, die Angst hast du auch. Ja. Yeah. Berechtigt. Sind wir schon zu zweit. Halt mich, Dummy! Dummy! James! Couple more questions, if that's okay. James, ich believe in you! Ready for James? Verdammt, ich muss nachher noch schlafen, halt dich bitte zurück mit solchen Ideen. Oh, Entschuldigung, ich war nur meine Interpretation. Die wird aber natürlich nicht passieren, wie es die wäre. Wir finden natürlich einen wunderschönen Regenbogen, der uns den Mörder zeigt und dann ist das Spiel zu Ende. Glaubt man das? So, jetzt geht's los. James, your turn. Ich rufe dich, James. Do you know anyone who is interested in or involved with devil worship? Have you met Lisa? Which Lisa are you talking about? Mad Lisa, lives on her own, doesn't like mirrors. Yeah, I've met her. You think she's mad? You can't look at yourself in the mirror without seeing ghosts. You've got problems, don't you think? How do you know her? She came to the farm for some eggs a couple of times. Got talking to her once, that's all. And what did she tell you? Nothing much. Except she thought the devil was after her. What did you tell her? Told her the devil needs a good reason to be after you. She was just like most people, really, blind to herself, except she was more extreme. That's all madness is. Being blind to yourself.
Lisa had visited the farm a few times. Says Lisa thought the devil was after her. Kann ich bei James was widersprechen? Lisa has visited the farm a few times. Gibt es da etwas von James, dass er eventuell irgendwas allein gemacht hat und nie jemand bei ihm war? Gab es da nicht irgendwas? Ich schau mal kurz durch. Traded his herbal tea for Snee, says Simon. Nein, das ist ein Homebrew. Doesn't recognize, nope. Doesn't know anything about the broken widow. Hasn't been for the pub over 2 months. Okay, doesn't recognize the mask. Okay. Makes black scrying mirrors. Mirrors just one way. Scrying back here. Sells the mirrors. Okay. Okay. Doesn't know anything. The 3 finger symbol uses Satanism. Hasn't seen anyone local using the symbol. Ach so, das Symbol. So. Liam's death. Was in Liam's... Heard about Liam. Mad Liam. Never heard? Packet contains mint leaves. Won some cookery competitions. Use salvia for meditation. Doesn't grow any other drugs. Sold salvia to Liam. Third eye. Claims third eye killed Liam. Never won to a third. Okay. So. Okay. Nee. Nee. Alles klar. Kann es sein, dass mit dem Auto Devil Worshippers, das hat doch... Nee, Moment, und anders, wenn ich das nehme und... Das hier? Auch nicht, okay. Ich dachte, er kennt das dann, alles klar. Gut. That's all for the moment, thank you. Hätte sein können. Das hätte sein können, weil die Graffitis haben mit dir zu tun gehabt, das mit den Devil Worshippers. Und ich dachte, er verleugnet das. Gut. Gehen wir zu Paul, oder? Schauen wir als nächstes zu Paul. Hey, Paul! Paul, der creepy dad. Thank you. Do you know anything about devil worship, Paul? I beg your pardon. Devil worship? Satanism? Am I missing something here? I heard Atlas had elements of Satanism on the course. You were misinformed. We're a training company, we're not devil worshippers. What kind of a question is that? So you've no interest in the occult? No, Inspector, I have no interest in the occult any more than I have interest in pole vaulting, cheese making, or snake charming. Anything else you want to know that I'm not interested in? That's fine, thanks. Aha. Sehr, sehr verdächtig. No truth in Lisa's accusations. No interest in the occult. Okkult. Didn't steal. Okay. Gab es da nicht irgendwas? Okay, Doll Burning, das betrifft ihn. Third Eye Paul, seid ihr? Das glaube ich nicht, oder? Nee. Okay. Ich glaube auch nicht, dass jetzt hier irgendwas richtig ist, aber ich schaue nochmal genau durch. Necklace. Doesn't know about this. Okay. Knows the mirror is used for scrying. No interest in scrying. Okay, okay, okay. Atlas encourage ideas over morality.
Okay. Okay. Be back later on if that's Gehen wir okay. weiter. Ich dachte, ich könnte hier noch was finden, aber okay. Nothing. Na dann auf zu Rebecca, ne? Rebecca. There we go. Schauen wir mal Restaurant. Und Mayfold, hallöchen, mein lieber wunderschön Berti, geilen Montag. Schönen Start in the week, Mayfold. So, Restaurant noch immer nix. Hätte ja sein können. Ask you a couple more things, please. So, Lisas accusation. Have you ever come across anyone interested in or involved with the occult? As in black magic? No, why? Atlas don't use occult techniques or anything like that? Atlas? Not unless Ryan's got a secret he's not telling me about. Why, who's been talking? Just a line of inquiry. Okay, thanks. Oh, diese Nachfrage. Wer fragt das denn? Das heißt schon, ich glaube, sie hat gelogen. Ich glaube, sie hat gelogen. Sie weiß was, glaube ich. Ich glaube, sie weiß was. Das war gerade so, irgendwie so. Wer fragt denn? Soll ich das so? Wir müssen sie schnellstens beseitigen. Diejenige, die das sagt. No cool techniques at Atlas. Never come across anyone involved with the occult. Nicht? Rebecca said she has never come across anyone involved in the occult. Moment, Liam? Liam? Ne, okay. Thank you. Probably be back later. Ich hab's probiert. I tried. Okay, gehen wir zu Emma und Simon. Wie hat diese Fahne. So, Village Hall. Village Hall gibt's nix. Gut. Auf zu Eden Lodge. There we go. Fangen wir mit Emma an. Just a few more questions, if you don't mind. So. Have you ever heard about there being devil worship at Atlas? Devil worship? No. Definitely not. Who said that? It's just something I heard. Okay, thanks. Gut. Sie weiß darüber nichts, okay? Never heard of devil worship at Atlas. Gut. That's it for the time being. Kann Thank you. man nichts dagegen sagen. Simon! Und ich wette Simon. Simon ist auch so James, irgendwie James 2. Simon ist irgendwie James 2. Der weiß meistens, die sind eh gute Freunde. Nein, eigentlich nicht. Aber könnte man so sehen. What do you know about devil worship? Devil worship? Where? At Atlas. Devil worship at Atlas? No, there's none of that. Okay. Okay. No devil worship at Atlas. Gut. Thank you. Probably be back later. Auf zu Ryan. Und ich glaube, dass wir als nächstes bei Ryan etwas finden müssen. Das ist meine Vermutung. Bei Ryan. Der wird was wissen. So, jetzt sag nicht, dass wir unterwegs Lisas Leiche finden. Bitte sag das jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, wohin... Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das geht doch gar nicht. Was macht die da drüben? Ey! Ich möchte wissen, was die da machen. Die vergraben sich ja die Leichen. Das sind die Hauptverdächtigen da drüben. Plot Twist. Das sind die Hauptverdächtigen Beards, die da drüben sind. Okay, nothing here. So, auf nach Atlas. Okay. Gut, wir haben Lisa noch nicht tot aufgefunden. Noch nicht. Ich meine, ich hoffe, das wird auch nie passieren. Nefi, schreib's dir auf. Nächstes Mal aufschreiben, Nefi. Aber Nefi, du weißt schon, das ist auch ein Spoiler, ja? Wenn du sagst, du hast 3 Sachen. Das heißt... Ne, Nefi? Tu leise denken.
Tu leise denken, Nifi. Wir beenden mal hier das mit Ryan. Wir schauen hier sicherheitshalber noch mal rein. Aber hier wird es wahrscheinlich eh nichts geben. Nope. Okay. So, Ryan sollte normalerweise noch da sein. Hoffen wir mal. Ask about a few more things, please. Yes. Okay. Ich denke überhaupt nicht. Nein. So, ask about him. So, Lisa's accusation. Has devil worship ever been part of the course, Ryan? Am I correct in assuming that you have spoken to Lisa Blind? You would be. She's been telling me all about the Atlas obsession with Satanism, Ryan. Then if you've met Lisa Blind, then you will have worked out for yourself that she has a very vivid imagination. She also has psychological problems, diagnosed psychological problems, as a matter of fact. So where did she get the idea that you lot were, devil worshippers? I really have no idea. The girl is insane. She's frightened of her own shadow, bless her. She actually thinks that demons are possessing her even now. You really can't trust a word she says. So you are saying there has never been any devil worship at Atlas? I don't even know what devil worship is, Inspector. It's not something I particularly know anything about. I certainly don't recall anyone ever having worshipped the devil at Atlas. We even tried to help the poor girl by paying for some treatment, but she didn't want it. Really? It's not easy to offer someone help when they think that you're the problem. Okay. Lisa was a fantasist with psychological problems. Lisa still believed demons are possessing her. Doesn't know anything about devil worship. Offered Lisa private psychological treatment. Doesn't know anything about devil worship. Doesn't know why Lisa wrote devil worshippers. Fangen wir mal oben an. Kate, first my Kate, second enjoyed. Okay, das hat alles mit Kate zu tun. Das ist erstmal nicht. Simon does right. Good. Nix. Broken Pendant, auch nix. Hasn't tried Simon's homebrew. Has seen students wearing the necklace bird and cage as a symbol used on the course. Okay. Mask made by a friend who died last year. Symbol on mask represents the triple goddess. Symbol not used on the course. Knows about the window pub, but not how it got broken. Told Rebecca to tape over. Okay, das passt. Poster designed by an agency. Was the first post of Atlas? Atlas name pick randomly. Photo frames. Used to have a black mirror himself. Used to read about black magic and satanic rituals. Ryan doesn't know anything. Satanic rituals? Eventuell das. Oh yes! So you used to read a lot about voodoo and satanic rituals, but you don't know anything about devil worship? Well, obviously, I just meant we don't worship the devil. We're not devil worshippers here at Atlas, Inspector. Ridiculous. But the point is, Ryan, that you claim not to know anything about it, but admitted you were obsessed with it when you were younger. Are you sure none of that made its way onto the Atlas course? And that Lisa isn't basing her beliefs on anything within that course? Lisa isn't basing her beliefs on anything other than her own imagination, Inspector. Look, we do use some techniques that some students find difficult, disturbing. We encourage them to see things differently, that's all. And some people simply aren't up to that. Some people, like Lisa,
That's why we introduced the aptitude test. What's the aptitude test? This. We ask students to fill in an aptitude test, medical history, psychological issues, that kind of thing, any medication that they have used in the past, any medication that they currently are using. Here, take a look. Basically, it's just to try and make sure that we don't get another Lisa. Has it worked? Well, touch wood, so far, yeah. Can I keep a copy of this? I wonder how much importance they actually give to this test. And what are they doing that's so disturbing anyway? Ryan gave Jenks the Atlas Aptitude Test. Okay. Okay. Ist die Frage, haben wir noch was gegen ihn? Hätten wir noch was gegen Ryan? Incident prompted them to introduce an aptitude test. Atlas to use some disturbing techniques. Offered Lisa private psychological treatment. Gab es da nicht irgendwas, dass es sowas nie gab? Lisa leaves alone at the end of the lane. Okay, das können wir. Okay. That's all for the moment. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Gegenstand. Schauen wir mal durch. Gehen wieder alle durchfragen, was ist da jetzt da mit dem auf sich hat, was die Leute drüber denken. Let's do it. Gehen wir raus und schauen uns ein bisschen um hier. Wir gehen zu James. James. So, erster Halt, James. Ihr wisst es. Der erste Halt ist immer James. James ist immer der Erste, damit ich den hinter mir habe. There we go. Couple more questions, Couple more questions, if it's okay. James weiß absolut gar nichts über den Test. Be back later on, if that's Goodbye, James. Danke für deine Hilfe und bin schon weg. Das nächste Mal, wenn ich jetzt zu einem Haus gehe, da klopfe ich kurz bei dem Fenster und zeige ihm das, was ich wissen möchte und gehe schon wieder, ja. Es reicht schon ein und bin schon wieder weg. Ich muss gar nicht reingehen zu ihm, ja. Wahnsinn. Few more questions, please. So, das kann ich fragen. Atlas Life Skills Training. Can you tell me a bit about this, please? It's the Atlas Aptitude Test. What do you want to know? What does it test, exactly? It's a test we introduced to make sure that any students didn't have any major personality problems, skeletons in the cupboard, so to speak. We introduced it because we had a little bit of a problem with one of the students. Lisa. You are well informed. And what do you think it was that disturbed her? I believe that the course proved to be too demanding for her. We discovered that she had one or two psychological problems and she couldn't handle it. And did you change anything else on the course apart from introducing the test? We increased the entrance age to 21. Well, wasn't much, but it's about the only thing we could do. We didn't want another Lisa. We didn't want students turning around and suing us, did we? Test designed to reveal psychological, oder? Egal. Psychological issues. Lisa couldn't handle the course techniques. Raised the course entrance age to 21. Ja, ich glaube, ich kann hier jetzt erstmal noch nichts. Okay, that's it for now. Thank you. Wir gehen erstmal zu den anderen. Bei Ryan war ich mir sicher, dass ich dagegen was machen kann und so war es auch. Ich bin jetzt bei Paul etwas unsicher, aber deshalb schaue ich mal zu den anderen. Ich möchte mal mit den anderen drüber reden, damit wir alle Informationen haben. Und dann können wir überlegen, ob wir nun irgendwo widersprechen können oder nicht. Do you know anything about this? It's the aptitude test, isn't it, for Atlas? What do you want to know?
Do you know why it was introduced? I think they had some trouble with some unsuitable students. I suppose you have to be careful who you work with. Atlas had trouble with some unsuitable students. Document is an app. Did you test for Atlas? Atlas had trouble with some unsuitable students? Never cross anyone involved with a cult. Könnte das eine Verbindung sein? Ach so, Atlas had trouble with... Okay. Nee, kann da jetzt eigentlich Thank you. nichts wirklich Probably be back later. was dazu sagen, glaube ich. So, Emma und Simon. Falls die was dazu sagen. Ah, wohl. Na doch, ich glaube Emma und Simon können schon was dazu sagen. Schätze ich mal. Ich schaue immer wieder hier rauf, ob es hier nicht doch irgendwas Neues gibt, aber in der Village Hall gibt es absolut nothing. Ist das Spiel jetzt nicht ganz dein Fall? Brumme? Nee. Ich glaube heute nicht mehr. Weil wir haben schon fast 20 und ich werde nicht mehr lang machen, weil ich ein bisschen GameStar Quick schauen möchte. A few more questions, if you don't mind. Hallöchen Cyberbubu, einen wunderschönen bärtigen Montag. Schöner Start in die Woche dir. Willkommen zurück bei uns. Danke, dass du hier bist. Oh, Ravaris ist auch hier. Ravaris, welcome back. Wunderschönen Montag ebenfalls. Schön, dich wieder zu lesen. Viel Spaß bei uns heute. Danke, dass du hier bist. Erst gebautes Item. Have you seen one of these before? No, not this one exactly, but we had to fill something similar in on the first night at Atlas. Aha. One of those aptitude tests? No, fitness and stuff like that. Filled in a similar form when joining Atlas. Test asked about general fitness. Okay. Gut, sagt aber jetzt auch nicht viel aus. Thank you. Probably be back later. Did you do a test when you started at Atlas? Oh yeah. It was all just questions about if I had any illnesses or mental health problems or stuff like that, you know. But they didn't actually ask for any proof, so I could have lied through your teeth on that one. Don't think they actually checked. Interesting. Aha. Filled in a form before joining Atlas. Form was a simple health check. Would be easy to lie on the form. Okay. Sehr interessant. That's all for the moment. Thank you. Ich gehe mal zum Chief. Auf zum Chief! Mal schauen, ob Mr. Chief was Neues weiß. Call the Chief. Wenn wir alle durch haben, gehen wir zu Chief. Normalerweise gibt es immer was Neues. Außer jetzt. Außer jetzt. Jetzt gibt es natürlich gar nichts. Jetzt, wo ich es brauchen könnte. Gut. Gut. Ich spaziere mal durch den Wald und so. Spazieren wir mal durch den Wald. Mal schauen. Ob es hier was Neues gibt. Hier nicht. Falls wir was triggern. Hier noch nichts. Hier fanden wir das Amulett, also den Schmuck. Head towards Atlas. So, meine Befürchtung ist, da wir jetzt mit Ryan... Wir konnten Ryan widersprechen, bekamen dieses Item. Und ich schätze, dass wir damit bei Paul widersprechen müssen. The chief said find out how well Paul and Emma really knew each other. Über Paul und Emma etwas herausfinden. Gut, dann gehen wir zu Paul. Auf zu Paul! Das wäre sowieso mein nächster Anlauf gewesen. Wir hatten bei Paul... Questions, if you don't mind. Ich glaube, wir hatten bei Paul noch keinen einzigen Widerspruch.
So. Hardly knew Emma. So, dann fangen wir mal damit an. Raised the course entrance age to 21. Lisa couldn't handle the course techniques. Test designed to reveal psychological issues. Das ist mir ein bisschen. Paul said they introduced the test to weed out any students with psychological issues. Ja, das dürfte aber dann neu sein. Wo haben wir Liam? Mhm. No truth in Lisa's accusations. No interest in the occult. Atlas cleaner visits at strange times. Paul's cleaner was the mugger. Made a DVD on the night of Liam's death. Committed a fake theft, which he videoed. Claims all the students enjoyed the stunt. Didn't steal from Liam that night. Claims all the students enjoyed the stunt. Nicht wirklich. Emma? Ah, okay. Hardly knew Emma. Uiuiuiui. Jetzt wird's richtig schwer. Es könnte aber auch sein, dass wir gar nicht bei Paul was erfahren. Aber ich meine, es geht um Paul und Emma, also von dem her. Made a DVD on the night of Liam's death. Moment, was it Atlas the night Liam died? Und made the DVD on the night of Liam's death? Didn't steal from Liam that night. Ja, ich glaube, das passt auch. So viel, ne? Richtig viel. Es wird auch immer mehr. Es wird immer mehr und immer schwerer, das Richtige zu finden. Yep, yep. Es wird richtig schwer. Ryan new to the shop, hasn't seen the mask before. Photo designed by an agency last year. No interest in scrying. Atlas doesn't use scrying on the course. Wasn't in the pub last Friday.
Fingers symbol students' idea. Atlas encourage ideas over morality. Reluctantly abides by the law. Be back later on, if that's okay. Schwer, schwer. Sehr schwer. Alles klar, Sky. Und dir noch viel Spaß und noch einen wunderschönen Abend und danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal, Sky. Ciao, mein Lieber. So, was wurde hier aufgedeckt? Documentation Aptitude Test. Atlas had trouble with some unsuitable students. Da kann ich auch nichts dazu sagen, ja. Absolut nicht. Ryan's camera had been stolen. Insurance paid out. Thank you. Probably be back later. Ich hab sicher schon ein paar Ideen, aber ich komme jetzt noch nicht so drauf. Es kann auch sein, dass wir noch mit Ryan gar nicht fertig sind, ja. Das kann auch sehr gut sein. Ich glaube, dass Ryan noch nicht ganz fertig ist. Sorry, hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Failed in a similar form when joining Atlas. Test asked about general fitness. Never heard of devil worship. Didn't do anything? Okay. That's it for the time being. Thank you. Wir gehen jetzt zu Ryan. Ich glaube, bei Ryan ist noch etwas zum Aufdecken. Ich glaube, Ryan, da ist noch was. Schätze ich mal. Auf zu Ryan. Boah, es wird gerade richtig schwer. Ich hole mir jetzt einen Tipp. There must be a ja, das dachte ich mir schon. It must be a contradiction somewhere. Ja, das dachte ich mir auch. Ask you a couple more things, please. Yep. There must be a contradiction. Sehr richtig. Ja, hier gäbe es viele Sachen. Lisa still believes demons are possessing her. Offered Lisa private psychological treatment. Atlas tried to pay for private treatment for Lisa, but she refused it. Ryan said that Atlas do use techniques that some students find disturbing. Ihr könnt mitraten, Beards. Ihr könnt mitraten. Was glaubt ihr? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ihr dürft jetzt raten. Jetzt kann's losgehen. Ihr dürft raten, Beards. Ich komme nicht drauf. Ich habe inzwischen mindestens 4 Sachen, von denen ich nur 2 weiß. Ihr dürft mitraten. Ihr dürft mitraten. Ich komm nicht drauf. Es gibt einen Widerspruch. Ich weiß aber nicht wo. Ich weiß aber nicht wo. Und ihr dürft jetzt miträtseln. Es ist erlaubt. Generelle Fitness und Simons Fahrrad? Was war da mit Simons Fahrrad? Jürgen. Das ist auch gut so, mein Lieber. Das ist auch sehr gut so.
Lisa, bloß man kann durch Hypnose nicht verletzt werden? Du weißt den Widerspruch nicht mehr, Tommy! Man kann durch Hypnose nicht verletzt werden. Ja, es wird auch, ich weiß, es wird für euch auch schwerer, weil es ist so viel. Es ist so viel, es ist wahnsinnig viel im Moment, was man da raussuchen kann. Sehr richtig, kann ich verstehen. Paul und Emma? Schauen, ob da sich was widerspricht. Bin mir ziemlich sicher, dass Paul Emma das Amulett geschenkt hat. Es gab den Test für Probleme, aber Paul sagte vorher Kate oder Liam, nicht sicher. Habe Probleme. Okay. Thank you. Probably be back later. Ich dachte, es gibt noch was bei Ryan oder könnte noch was bei Ryan geben. Ja, es ist echt schwer. Es ist richtig schwer. Es ist richtig schwer. Na dann auf zu Emma. Nochmal. Auch wenn da, auch wenn mir da jetzt absolut nichts dazu einfällt, ja, was da passen könnte. Filled in a similar form when joining Atlas. Emma said the test was an aptitude test asking about fitness. Never heard of devil worship at Atlas. Ich hole mir jetzt einen Tipp. Beziehungsweise, es gibt doch irgendwo... Geh mal speichern. Save. Yes. Es gibt doch irgendwo... Chief Clues. Press here 7 times to see a cheat. Was? Und was ist das? Was ist der Cheat? Was ist ein Cheat? Oh Gott, jetzt kriege ich Angst. Was macht das? Egal, ich habe gespeichert. Ich sehe es dann eh. Einmal wird gesagt, in den Test geht es um allgemeine Fitness und dann es geht um mentale Krankheiten. Bei Paul, na. Okay. Dann gehe ich mal zu Paul. Ask about a few more things, please. So. Test is under real psychological issues. Ja? Paul said they introduced the test to weed out any students with psychological issues. Aber es gab hier sonst nichts mehr über Tests, oder? Didn't expect Emma discuss Liam's birthmark. Nein, das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Claims all the students enjoyed the stunt. Bei Simon glaube ich oder Emma. Okay. Aber es kann eher sein, dass es bei Paul ist. Schau mal Kate und Liam nach. Kate und Liam. Says Liam was bright, confident and outgoing. Knew Liam had personal problems. Was at Atlas the night Liam died. Didn't see Liam after the course. Wasn't in the pub last Friday. Didn't hear about the argument. Das ist was anderes. Ich schau mir das mit dem Cheat mal an. Ich schau mir das mal an, was das überhaupt ist, dieser Cheat. Was das tut. Was es überhaupt tut. Das möchte ich mir mal anschauen. Ach so. Oh, sorry, Kate. Oh Gott, Moment, das schaue ich mir jetzt noch an. Bevor ich diesen Cheat benutze, schaue ich mir das noch an, Niffy. Okay, Kate und Liam.
Kate? Only met Kate a few times. Last saw her at the meeting on Friday. Kate was drunk. And Liam. Nee. Ich schau mir das jetzt an. Okay, that's it for now. Jetzt wirklich. Thank you. Jetzt schau ich mir den Cheat an, was der freischaltet. Ich habe keine Ahnung, aber ich schau mir das jetzt an. Let's look at this. So, Chief Call. Click here 7 times to see a cheat. Was macht der Cheat? This is your first cheat. Paul claims he hardly knew Emma, but didn't he admit to buying someone a necklace as a present once? And didn't Emma say her necklace was an unwanted gift? What? The necklace. Few more questions, please. Von Emma. Ah, wo steht das von Emma da? Emmas Guild? Aber wie kläre ich das auf? Moment. Freedom? Oder hier? Hier, das, oder? Nee. Broken Pendant? Das ist nämlich das. Wie soll ich das verbinden? Insists he didn't buy it for Kate. Aber wie? Ich habe hier sonst kein... Ich habe hier kein Emma, was... wo steht, dass Emma das hat. Das Inventar ist so verwirrend. Das ist so kacke gemacht. Ich finde das nämlich nicht. Es ist nicht da. Das ist nämlich, ich finde den Punkt nicht. Wo hier irgendwas mit dem Necklace. Okay, Necklace ist hier. Freedom Necklace, ja. Bought the Freedom Necklace for a student. Okay. Und hardly knew Emma? Okay. Ich hätte das nie, also wenn das jetzt stimmt, ich wäre da nie drauf gekommen. Das hätte ich nie gewusst. You say you didn't know Emma, yet you bought her a freedom necklace. I don't remember saying anything about buying Emma a necklace. So you didn't buy her one? So you did buy her one. So that means you must have known her, and quite well too. Stop making such a big thing about this, Inspector. Look, I've been around a few years. The clock is ticking. And I admit I have an embarrassing weakness for attractive women. It was a stupid mistake. But that's all it was. So you're saying you tried it on with her? No, I didn't try it on. I bought her a necklace. I'm not aware that there's a law against buying presents unless, of course, the Third Reich has been elected while I was at a bridge party. Emma was old enough to make decisions for herself. And as a matter of fact, she decided that she didn't want to be bothered with an old fool like me. So nothing happened, no mistakes, nobody got hurt. All right. Like father, like son. No surprises there. I wonder how many students Paul has tried it on with. Dieser alte Greis. Wahnsinn. Hat sich probiert an Emma ranzumachen. Oh my god, what is happening here? Jetzt wird langsam echt schlimm hier. Das ist ein Wahnsinn. Grief, du geiler Beard, welcome back. Creepy, danke dir von ganz Herzen für deinen dreimonatigen geilen Support und danke, dass du den Twitch Prime gratis Sub hier auf diesem Channel nutzt. Vielen lieben Dank, Creep, du geiler Mensch, das ist sehr lieb von dir und ich wünsche dir weiterhin sehr viel Spaß hier
und einen wunderschönen Start in die Woche. Bevor der Holy aufgeht, muss ich noch schnell den Abo erneuern. Konnte leider nicht früher einschalten. Oh, Creepy ist doch kein Problem, mein Lieber. Ich danke dir von ganzem Herzen. Großes Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Weiterhin viel Spaß hier. Danke, Creep. Vielen Dank. Wie soll man das denn bitte versuchen? Mr. Xavi, ich glaube, ich habe vergessen, dass Emma das mal zu mir gesagt hat. Ich glaube, Emma hat das mal zu mir gesagt, dass er ihr es geschenkt hat. Und ich habe daraus vergessen scheinbar. Weil einfach, es passiert einfach so viel. Es passiert wirklich sehr, sehr viel. It happens so much. Es passiert richtig viel. Na, Tabi. Ja, schon, ne? So richtig. So. Was haben wir denn Neues jetzt bekommen? Wir müssen doch hier... Da, oder? Once tried to date Emma. Didn't expect Emma to discuss Liam's... Okay. Okay. Once tried to date Emma. Aber wir sind jetzt nicht schlau geworden. Wir sind nicht schlau geworden, Beards. Absolut nicht. Das ist doof. Wir sind nicht schlau geworden. Wäre ich alt und grau, würde ich mich an junge Hüpfer ranmachen. Oh Gott, Mayford. Oh, Wahnsinn. Kein Wunder, dass er immer so schockiert ist. Der Ekelpaket hat sie angemacht, Face. Ja, sehr richtig. Sehr richtig, Face. Ich glaube, das ist genug für heute, Beers. Ich glaube, wir lassen es für heute. Ich bin schon komplett. Das Spiel fordert einen sowas von nachzudenken. Das ist ein Wahnsinn. Und wir sind sicher noch nicht fertig mit Paul. Auf keinen Fall. Mein Gehirn ist gerade komplett im Popo. Die Vorstellung ist zwar etwas... Ja, aber es ist so. Ich speichere jetzt hier. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das Spiel fordert einen. Das ist ein Wahnsinn. Ich gehe jetzt mich entspannen und Awesome Games dann quick schauen hier. So, gesaved. Save Game, Exit. There we go. Wir switchen back. Ich habe ein bisschen Musik an hier. Music!